Keine Block, keine Job und kein Bock. Und was da bist du für ein Boss? Gib mir diese Mac und ich wo ist der Boss? Checke Flow, meine Stadt, check Sachen, mach Platz. Der Islam als Teufelswerk. Wenn Passanten in Florida auf diese Schilder blicken, die zum Koranverbrennen aufrufen, denken sich die meisten schlicht, ein Spinner halt. Und in der Tat, des Pastors Weltbild ist recht einfach. Alle Moslems sollten zu Christen werden, sagt er, denn wir haben die einzig wahre Religion. In seiner Kirche sammelt er nun Brennstoff. Wie über Medien auch Feindschaften, eben diese Enemies konstruiert werden. Die Aktionen aus Amerika von Gruppen, die eher dem fundamentalistischen Spektrum zuzuordnen sind, die ja schon damit gespielt haben, mit so Elementen auch gespielt haben, um eine Feindschaft zu konstruieren. Und das auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also wir haben ja mittlerweile fast an der Tagesordnung diese sogenannten Shitstorms, ja. Also wo auch außerhalb von Politikgestaltung erstmal auf persönlicher Ebene diese Mechanismen der Feindschaffung ausgetestet werden. Das Ganze geht aber dann eben auch weiter bis hin zu völlig durchgeplanten und vorhersehbaren Aktionen mit vorhersehbaren Konsequenzen, also das mit der angekündigten Koranverbrennung, die dann zu Massenaufständen führen, mit Gewaltaktionen und die Politik wiederum zwingen, in diplomatischem Rahmen gegen diese Politik der Straße vorzugehen. Das hat mit diesen neuen Medien eine neue und andere Qualität gefunden. Es gibt einmal eine Idee des Netzes als einer organisierten, regelmäßigen Struktur und sozusagen als Gegenmetapher gibt es dann sowas wie den Filz, den Vlies, das Geflecht, das Gestrüpp, das Gewirr. Wir können sozusagen, wenn wir sagen, das Netz verdichtet sich immer mehr zu einem Filz oder so, ja, dann werden wir eigentlich einer eigentlichen Idee, die wir auch mit Netz verbinden, nicht gerecht. Das Netz ist etwas Organisiertes und Geplantes, wo eine Ordnungsmacht dahinter steht, oder zumindest, wie wir wissen, eine Ordnungsmacht versucht, sich der Sache zu ermächtigen. Und dann haben wir das Web, das ist das Chaos. Im Verkehrsnetz zum Beispiel ist das Web der Trampelpfad. Und irgendwann kommt die Ordnungsmacht und sagt, okay, da geht jetzt schon so lange so ein Pfad, jetzt wird der planiert und gewalzt und dann haben wir das sozusagen dem Netz einverleibt. Das Streben der Menschen nach Möglichkeiten der Vernetzung in Informationsbeschaffung und Handlungskoordination führte zur Entwicklung sozialer und schließlich technischer Netze. Feindschaft ist eine existenzielle Beziehung zwischen Menschen. Ein Feind ist mir nicht einfach egal, einen Feind kann ich nicht einfach ignorieren. Ein Feind ist mit meinem Leben eigentlich nicht vereinbar. Deshalb muss ich ihn bekämpfen. Der Fremde ist radikal anders, er verhält sich so, dass ich das ganze Fundament meines Lebens erschüttert sehe. Der Kampf gegen den Feind, der dann bevorsteht, muss natürlich nicht auf die physische Vernichtung von Personen hinauslaufen, die da als Feinde identifiziert werden. Es kommt darauf an, den Feind als Feind zu vernichten. Und das kann auch dadurch gelingen, dass er mehr oder weniger freiwillig zum Freund gemacht oder umerzogen wird. Das war für mich auch sehr einleuchtend, wie er die Linien von der realen Welt in die virtuelle Welt gezogen hat und sehr plastisch nachgewiesen hat, wie sich Mechanismen, die in der realen Welt, in der Freundes- und Feindeskonstruktion vonstatten gehen, eben parallel oder auch in einer 1:1 Abbildung in der virtuellen Welt stattfinden. Und insofern diese neuen Social-Media-Techniken zwar technisch eine Neuerung sind, aber letztlich das abbilden, was immer schon auch in der privaten und politischen Sphäre an Konstruktionen stattgefunden hat. Ich denke aber dennoch, dass man die neue Qualität dieser neuen Medien
hier noch stärker berücksichtigen muss und das stärker Gewicht für die politische Aktion analysieren muss. Ich bin auch der Frage nachgegangen, was heißt das denn, dieses Thema Konstruktion von Gegnerschaft des Religiösen. Aber ich will doch ein bisschen grundsätzlicher einsteigen und Ihnen ein paar Modellvorstellungen, aber auch Beispiele mitbringen. Ergebnisse, die man feststellen kann: Es gab Regimesturz durch Rebellion, Regimesturz durch Kampf, Transformation durch Reformen und Stagnation. Und seit Beginn der Proteste wird eben darüber diskutiert, ob die arabische Revolution auch ohne Facebook, ohne Twitter, YouTube und Konsorten, sage ich mal, zum Umsturz bzw. zum Wandel politischer Systeme, also ob das überhaupt hätte stattfinden können. Also das fand ich auch ganz, ganz spannend, wie sie schön aufgezeigt hat, wie dekontextualisierte Informationen genutzt wurden, um Bilder zu erzeugen, und wie Al Jazeera beispielsweise ganz andere Berichterstattung hatte und ein ganz andere Kontexte mit den gleichen Bildern konstruiert und produziert hat, und auch das sogar in unterschiedlichen Regionen in Ägypten zu unterschiedlichen Reaktionen geführt hat. Interessant wäre, denke ich, in einem weiteren Blick wäre mal zu überlegen, welche Informationsstränge eigentlich hier parallel liefen, wie die sich gegenseitig beeinflusst haben oder gegenseitig ausgegrenzt haben. Das wäre mal in einer weiteren Tagung wäre das mal interessant zu bedenken. Es ist erstaunlich zu sehen, wie einzelne Protagonisten mit relativ extremen Positionen in den nationalen Disput gehoben worden sind, so als wären sie die Repräsentanten der allgemeinen Stimmung. Also das ist mal der Kontext, in dem ich darauf gekommen bin. Ich habe eben gesehen, welchen Einfluss die Medien haben darauf, was denn als Realität wahrgenommen wird. Ich argumentiere in 3 Punkten, beziehungsweise stelle 3 Thesen auf. Die erste ist, dass es zwischen dem Prozess der Mediatisierung von Ereignissen und Ritualen bzw. Ritualisierung gewisse Ähnlichkeiten und Berührungspunkte gibt. Der zweite Punkt: Konflikte neigen nicht zuletzt aufgrund der Medienlogik, einer eigenen Logik der Medien, zur Ritualisierung. Und der dritte: Das
das Motiv der ritualisierten Provokation bei den islamisch-westlichen Medienereignissen eine große Rolle spielt. Für mich war deutlich beim Udo Simon, dass dieser Call-and-Response-Prozess, wie der sich ins Netz verlagert und wie auf einmal ganz viele Akteure daran teilnehmen, aber interessanterweise ja auf eine Art, die allen scheinbar in Anführungszeichen bekannt ist. Also es springen auf einmal Menschen in diese Sequenzen auf und hinein und wissen scheinbar ganz genau, wie sie sich zu verhalten haben, was sie zu tun haben, was es die richtigen, quasi gerade die feldadäquaten Sachen sind, die man sagen muss oder die man gerade in dieser Position nicht sagen sollte, um dieses Hin und Her der einzelnen Positionen weiter aufrecht zu erhalten, um auch dieses quasi wie eine Art ritualisiertes Geschehen durchzuziehen. Auf gut Deutsch, ein Troll ist jemand, der mit beleidigenden, irrationalen, außerhalb des eigentlichen Thema stehenden Meinungen in einem Kommentar auftritt, unter einem Artikel meistens, und damit versucht, die Diskussion zu emotionalisieren und auf sein Feld zu bringen. Wenn man im Internet viel unterwegs ist und keine Ahnung, guckt man sich Spiegel Online an, guckt sich eine Diskussion an, gerade vielleicht zum Thema Islam oder sowas, jede Menge Trolle. Leute, die versuchen mit Beleidigungen oder so Aufmerksamkeit zu erregen und die Regel im Internet ist immer don't feed the troll, also den Troll nicht füttern, gar nicht darauf reagieren ist die beste Strategie gegen Troll. Deutlich war mir die Frage der sogenannten Heterotopien, dass es andere Formen von Welten gibt mit neuen Regeln, mit neuen Formen und das wurde mir in seinen Ausführungen deutlich. Das Internet hat ja oft keine Gesetzgebung, das Internet hat ja oft allgemeine Geschäftsbedingungen, wie man sich hier bewegt. Scheinbar ist das Verlassen von Rechtsstrukturen im Netz, es ist ja aber kein regelfreier Ort. Die Beschränkungen könnten, ist ja noch nicht sicher, dass das kommt, aber könnten ganz, ganz stark zunehmen. Ich finde, da müssten gerade Akteure wie die Kirchen, die ja sehr danach interessiert sind, dass die Informationen für alle gleichrangig frei zugänglich sind, müssen sich, denke ich, da in der Zukunft ganz stark dafür einsetzen, dass diese Netzneutralität behalten bleibt.